Hallo Aishi, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, mir geht's gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe gehört, dass du am Wochenende in deine neue Wohnung umziehst. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen alles organisieren, damit du Hilfe hast. Das finde ich total super, Mia. Ich brauche wirklich Hilfe, weil ich so viele Möbel habe. Kein Problem. Was hältst du davon, wenn wir den Umzug am Samstag machen? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir das schon am Freitagnachmittag anfangen, weil ich am Samstag noch arbeiten muss. Ach so, das wusste ich nicht. Gut, dann fangen wir am Freitag an. Wie viele Personen sollen uns helfen? Ich glaube, 3 oder 4 Personen wären genug. Hello Kennst du jemanden mit everyone, einem Auto don't oder forget einem to Transporter? abonnieren. Ja, Thank you. mein Bruder hat einen kleinen Transporter. Ich frage ihn, ob er uns helfen kann. Das wäre wirklich hervorragend. Wer trägt die schweren Möbel, zum Beispiel den Schrank und das Sofa? Ich denke, die Männer sollten die schweren Sachen tragen. Und wir können die Kisten mit den Büchern und der Küche packen. Einverstanden. Was essen und trinken wir während der Arbeit? Wir könnten Pizza bestellen und ein paar Getränke kaufen. Wasser und Saft wären gut. Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe das letzte Wort nicht verstanden. Klar, ich meinte Getränke, also Wasser, Saft und vielleicht auch Kaffee für später. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Ich kaufe dann noch etwas Obst dazu. Perfekt. Und wie sollen wir uns bei den Helfern bedanken? Ich könnte am Abend ein kleines Essen kochen als Dankeschön für alle. Das gefällt mir richtig gut. Wann sollen wir uns am Freitag treffen? Passt es dir um 14 Uhr? Ja, das passt mir gut. Treffen wir uns direkt bei der alten Wohnung? Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich freue mich schon, dir zu helfen. Ich mich auch. Vielen Dank, Mia. Bis Freitag. Bis Freitag, Aische. Tschüss. Hallo Cassia, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, gut. Und dir, wie läuft's? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir zusammen einen Stand auf dem Flohmarkt machen? Ich habe so viele alte Sachen zu Hause. Das finde ich einen super Vorschlag. Ich habe auch viel Kleidung, die ich nicht mehr brauche. Wann ist der nächste Flohmarkt? Ich glaube, der nächste Flohmarkt ist am zweiten Samstag im Monat, auf dem Marktplatz in der Stadt. Wie wäre es, wenn wir uns schon am Vormittag treffen, damit wir einen guten Platz bekommen? Das gefällt mir. Passt es dir um 7 Uhr morgens? Oh, das ist ziemlich früh für mich. Ich fände es besser, wenn wir uns um 7:30 Uhr treffen. Kein Problem, das passt mir auch gut. Was wollen wir verkaufen? Ich habe Kleidung, Hello Schuhe everyone, und ein paar don't Bücher. forget to abonnieren. Ich bringe auch Kleidung Thank mit. you. Und außerdem habe ich noch Spielzeug von meinem kleinen Bruder. Perfekt. Wer bringt den Tisch und die Decke mit? Ich habe leider keinen Tisch. Kein Problem. Ich habe einen kleinen Tisch und eine Decke zu Hause. Ich bringe alles mit. Das ist wirklich hervorragend. Sollen wir auch kleine Preisschilder für jedes Stück schreiben, damit die Käufer alles besser verstehen? Das ist ein wirklich guter Vorschlag. Ich habe zu Hause noch bunte Kärtchen und einen Stift dafür. Super. Wie viel sollen die Sachen dann kosten? Vielleicht 2 oder 3 Euro pro Stück? Wie bitte? Kannst du das bitte wiederholen? Ich habe die Zahl nicht verstanden. Klar, ich meinte 2 oder 3 Euro für jedes Stück Kleidung. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ein guter Vorschlag. Für die Bücher können wir vielleicht nur 1 Euro nehmen. Einverstanden. Und wer holt das Wechselgeld für den Stand? Ich kann am Freitag zur Bank gehen und Münzen holen. Super, danke dir. Dann haben wir jetzt alles organisiert. Wann treffen wir uns nochmal, um alles zu packen? Wollen wir uns am Freitagabend bei mir treffen? Ja, das passt mir gut. Ich freue mich schon auf den Flohmarkt. Ich mich auch. Bis Freitag, Mia. Bis Freitag, Kasia. Tschüss. Hallo Elena, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, mir geht's gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen den Weihnachtsmarkt besuchen. Er hat doch schon diese Woche angefangen. Das ist ein toller Vorschlag. Ich liebe den Weihnachtsmarkt. Wann wollen wir hingehen? Was hältst du davon, wenn wir am Freitagabend hingehen? Dann ist es schön dunkel und die Lichter sehen toll aus. Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir am Samstagnachmittag gehen, weil am Freitag zu viele Leute dort sind. Du hast recht, so machen wir es. Wo sollen wir uns treffen? Wollen wir uns direkt am Eingang beim Rathaus treffen? Ja, das passt mir gut. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Passt es dir um 15 Uhr? Ja, das geht. Was wollen wir dort essen und trinken? Ich mag Glühwein und Bratwurst sehr gerne. Ich bin anderer Meinung. Ich trinke lieber Kinderpunsch, Hello weil ich keinen everyone, Alkohol don't mag. forget to Aber abonnieren. Bratwurst finde Thank ich auch you. super. Kein Problem. Das ist auch kein schlechter Vorschlag. Wollen wir auch Geschenke für unsere Familien kaufen? Wie bitte?
Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe das nicht ganz verstanden. Klar, ich meinte kleine Weihnachtsgeschenke, zum Beispiel Kerzen oder Schmuck. Ach so, jetzt verstehe ich. Das gefällt mir sehr. Ich möchte gerne etwas für meine Mutter kaufen. Sollen wir warme Kleidung anziehen? Ich glaube, es wird abends ziemlich kalt draußen. Ja, das stimmt. Ich ziehe mir auf jeden Fall eine Mütze und Handschuhe an. Wie kommen wir eigentlich zum Weihnachtsmarkt? Sollen wir mit der Straßenbahn fahren? Ich fände es besser, wenn wir zu Fuß gehen, weil es nicht weit ist und das Wetter schön sein soll. Einverstanden. Was machen wir danach? Wollen wir noch zu mir nach Hause gehen und heißen Tee trinken? Das ist ein hervorragender Vorschlag. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Super, ich freue mich schon sehr auf Samstag. Ich mich auch. Bis Samstag, Mia. Bis Samstag, Elena. Tschüss. Hallo Amina, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, ganz gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Das Wetter soll am Sonntag so schön werden. Wollen wir zusammen eine Fahrradtour machen? Das finde ich einen super Vorschlag. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Wohin sollen wir denn fahren? Ich schlage vor, dass wir am Fluss entlang fahren. Dort gibt es einen schönen Radweg. Das gefällt mir. Wie lange soll die Tour ungefähr dauern? Ich denke, 2 oder 3 Stunden wären genug. Mit einer kleinen Pause. Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir eine längere Pause machen, weil wir vielleicht auch zu Mittag essen wollen. Da hast du recht. Wo wollen wir die Pause machen? Wir könnten an dem kleinen See anhalten. Dort gibt es Bänke und einen Kiosk. Hervorragender Vorschlag. Was sollen wir mitnehmen? Wir brauchen genug everyone. Wasser, Don't forget to ein paar abonnieren. Snacks und vielleicht eine Thank you. Reparaturausrüstung, falls etwas kaputt geht. Wie bitte? Kannst du das letzte Wort bitte noch einmal sagen? Klar, ich meinte Reparaturausrüstung. Also Werkzeug, falls ein Reifen platt wird. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist wirklich wichtig, guter Vorschlag. Was sollen wir denn anziehen? Ich würde vorschlagen, dass wir bequeme Sportkleidung und feste Schuhe tragen und vielleicht eine Jacke, falls es windig wird. Das ist ein guter Vorschlag, das mache ich so. Wann und wo sollen wir uns treffen? Passt es dir um 10 Uhr am Bahnhof? Ich fände es besser, wenn wir uns etwas früher treffen, zum Beispiel um 9 Uhr, damit wir mehr Zeit haben. Einverstanden. Treffen wir uns also um 9 Uhr am Bahnhof. Perfekt. Sollen wir auch Fotos von der Tour machen, damit wir uns später daran erinnern können? Ja, auf jeden Fall. Ich bringe außerdem eine kleine Landkarte mit, falls wir uns verfahren. Gute Idee. Guter Vorschlag. Sicher ist sicher. Super. Dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich freue mich schon sehr auf Sonntag. Ich mich auch. Bis Sonntag, Mia. Bis Sonntag, Amina. Tschüss. Hallo Diego, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, mir geht's gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich hätte einen guten Vorschlag. Wollen wir zusammen ins Kunstmuseum gehen? Ich habe gehört, dass es dort gerade eine neue Ausstellung gibt. Das ist ein toller Vorschlag. Ich war noch nie in diesem Museum. Wann hast du denn Zeit? Was hältst du davon, wenn wir am Mittwochnachmittag gehen? Ich habe keine Vorlesung an diesem Tag. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil ich mittwochs arbeiten muss. Wäre es möglich, am Donnerstag zu gehen? Kein Problem, das passt mir auch gut. Um wie viel Uhr sollen wir uns treffen? Passt es dir um 14 Uhr vor dem Museum? Ja, das passt mir gut. Sollen wir die Tickets online kaufen, damit wir nicht warten müssen? Das gefällt mir sehr. Ich glaube, dass es online sogar günstiger ist. Wie kommen wir eigentlich zum Museum? Es ist ziemlich weit von hier. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Bus fahren. Das ist einfacher, als Hello mit dem Auto zu everyone. fahren. Don't forget to Einverstanden. abonnieren. Wie bitte? Thank Kannst you. du bitte den Namen der Buslinie wiederholen? Klar, wir können die Linie 12 nehmen. Die hält direkt vor dem Museum. Ach so, jetzt verstehe ich. Dankeschön. Brauchen wir vielleicht einen Audioguide für die Ausstellung? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Audioguide kostet extra, aber er erklärt die Bilder sehr genau. Dann nehmen wir einen. Das finde ich wirklich hilfreich. Was machen wir nach dem Museum? Ich kann mir vorstellen, dass wir danach noch einen Kaffee trinken gehen. Es gibt ein schönes Café in der Nähe. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich persönlich denke, das wird ein sehr schöner Tag. Meiner Erfahrung nach sind die Ausstellungen dort immer sehr interessant und modern. Sollen wir auch ein Foto vor dem Museum machen, als Erinnerung an den Tag? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein toller Vorschlag. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich freue mich schon sehr auf Donnerstag. Ich mich auch. Bis Donnerstag, Mia.
Bis Donnerstag, Diego. Tschüss. Hallo Luca, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, super. Und dir? Auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Am Samstag gibt es doch das wichtige Fußballspiel. Wollen wir es zusammen anschauen? Das ist ein super Vorschlag. Wo wollen wir das Spiel anschauen? Ich schlage vor, dass wir zu einem Public Viewing in der Stadt gehen. Dort ist die Stimmung bestimmt toll. Ich finde deinen Vorschlag nicht so gut, weil es dort meistens sehr voll und laut ist. Ich würde lieber bei mir zu Hause schauen. Das ist auch kein schlechter Vorschlag. Dann machen wir das so. Wann beginnt das Spiel? Ich glaube, das Spiel beginnt um 18 Uhr. Wollen wir uns schon um 17 Uhr treffen, damit wir alles vorbereiten können? Ja, das passt mir gut. Was essen und trinken wir dabei? Wir könnten Chips und Pizza bestellen und dazu vielleicht kalte Getränke. Das gefällt mir. Wer bringt was mit? Ich kann die Getränke kaufen. Perfekt, dann bestelle ich die Pizza. Wie bitte, kannst du bitte wiederholen, wie viele Getränke wir brauchen? Klar, ich meinte vielleicht 2 große Flaschen Cola und etwas Wasser für alle Gäste. Ach so, jetzt verstehe ich. Guter Vorschlag. Wen sollen wir noch einladen? Ich würde gerne meinen Bruder einladen. Er interessiert sich sehr für Fußball und kennt sich mit den Regeln gut aus. Einverstanden. Ich lade auch meinen Nachbarn ein. Er hat ein sehr großes Wohnzimmer mit einem großen Fernseher. Hervorragend! Sollen wir auch die Trikots von unserem Lieblingsteam anziehen, um mehr Stimmung zu machen? Das ist eine wirklich lustige Idee. Also ich meine, ein toller Vorschlag. Das machen wir auf jeden Fall. Sollen wir auch kleine Fahnen oder Poster an die Wand hängen, damit es wie ein richtiges Stadion aussieht? Das gefällt mir sehr gut. Ich habe noch ein paar Fahnen von meinem letzten Urlaub. Die kann ich mitbringen. Perfekt! Dann haben wir jetzt alles organisiert. Super, dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Samstag 17 Uhr bei mir zu Hause mit Essen und Fahnen. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Ich mich auch. Bis Samstag, Mia. Bis Samstag, Luca. Tschüss. Hallo Fatima, wie geht's dir? Hallo Mia, danke gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich hätte einen guten Vorschlag. Wollen wir eine Kleidertauschparty organisieren? Ich habe so viele Kleider, die ich nicht mehr trage. Das finde ich einen wirklich guten Vorschlag. Ich habe auch viele Sachen zu Hause. Wann sollen wir die Party machen? Was hältst du davon, wenn wir das nächsten Samstagabend machen? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir es am Nachmittag machen, weil viele Leute abends schon etwas vorhaben. Du hast recht, so machen wir es. Wo sollen wir die Party machen? Bei mir ist leider zu wenig Platz. Wir könnten es bei mir machen. Ich habe ein großes Wohnzimmer. Das gefällt mir sehr. Wen wollen wir einladen? Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Kolleginnen und ein paar Freundinnen aus dem Deutschkurs einladen. Einverstanden. Was für Kleidung sollen die Gäste mitbringen? Ich denke, jede Person sollte 5 oder 6 Kleidungsstücke mitbringen, die sauber und noch in gutem Zustand sind. Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe die Zahl nicht verstanden. Klar, ich meinte 5 oder 6 Kleidungsstücke pro Person. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist ein guter Vorschlag. Was essen und trinken wir dabei? Ich kann mir vorstellen, dass jeder etwas Kleines mitbringt, zum Beispiel Kuchen oder Salat. Hervorragender Vorschlag. Sollen wir auch einen Spiegel bereitstellen, damit die Gäste die Kleidung anprobieren können? Das ist eine sehr praktische Idee. Ich meine, ein sehr praktischer Vorschlag. Ich habe einen großen Spiegel im Flur. Perfekt. Und was machen wir mit der Kleidung, die niemand haben möchte? Ich finde, wir sollten die übrige Kleidung an eine Kleiderkammer spenden, damit sie noch anderen Menschen hilft. Das gefällt mir richtig gut. Sollen wir auch ein bisschen Musik spielen, damit die Stimmung schöner wird? Ja, auf jeden Fall. Ich mache eine kleine Playlist mit fröhlicher Musik für den Nachmittag. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Perfekt, ich freue mich schon sehr auf die Party. Ich mich auch. Bis Samstag, Fatima. Bis Samstag, Mia. Tschüss. Hallo Priya, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, ganz gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir uns zusammen für einen Sportkurs anmelden. Ich möchte gerne wieder mehr Sport machen. Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Welchen Kurs meinst du denn? Ich schlage vor, dass wir einen Yogakurs machen. Das soll sehr entspannend sein. Ich bin anderer Meinung. Ich würde lieber einen Tanzkurs machen, weil ich mich gerne bewege und Musik mag. Das ist auch kein schlechter Vorschlag. Aber ich finde Yoga besser, weil ich nach der Arbeit einfach Ruhe brauche. Vielleicht wäre es besser, wenn wir beide Kurse ausprobieren und dann entscheiden, welcher uns besser gefällt. Das gefällt mir richtig gut. Wann finden die Kurse denn statt? Ich glaube, der Yogakurs ist dienstags und der Tanzkurs donnerstags, jeweils um 18 Uhr. Passt dir Dienstag und Donnerstag um 18 Uhr? Ja, das passt mir gut. Wie viel kostet so ein Kurs eigentlich? Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Klar, ich wollte wissen, wie viel Geld wir für die Kurse bezahlen müssen. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich glaube, es kostet ungefähr 30 Euro im Monat für beide Kurse. Das ist okay für mich. Was sollen wir denn anziehen? Ich denke, bequeme Sportkleidung und Turnschuhe wären am besten. Und für Yoga vielleicht eine kleine Matte. Einverstanden. Wie kommen wir zum Fitnessstudio? Es ist ziemlich weit von hier. Ich kann mir vorstellen, dass wir mit dem Fahrrad fahren. Das ist gesund und schnell. Hervorragender Vorschlag. Sollen wir uns danach noch zusammen einen kleinen Snack gönnen? Das ist eine wirklich nette Idee. Ich meine, ein wirklich netter Vorschlag. Das machen wir auf jeden Fall. Meiner Erfahrung nach hilft Sport auch sehr gut gegen Stress nach der Arbeit. Da stimme ich dir völlig zu. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Super, ich freue mich schon sehr auf den ersten Kurs. Ich mich auch. Bis Dienstag, Mia. Bis Dienstag, Priya. Tschüss. Hallo Amara, wie geht's dir? Hallo Mia, danke gut. Und dir? Auch gut, danke. Ich hätte einen guten Vorschlag. Wollen wir zusammen eine kleine Silvesterparty organisieren? Das ist ein hervorragender Vorschlag. Ich liebe Silvester. Wo sollen wir denn feiern? Ich schlage vor, dass wir bei mir zu Hause feiern. Ich habe einen großen Balkon für das Feuerwerk. Das gefällt mir sehr. Wen wollen wir einladen? Ich würde vorschlagen, dass wir unsere Nachbarn und ein paar gute Freunde einladen, aber nicht zu viele Personen. Ich bin anderer Meinung. Ich finde, wir sollten mehr Leute einladen, weil eine große Party lustiger ist. Vielleicht können wir das so machen, aber wir sollten nicht mehr als 10 Personen einladen, weil meine Wohnung nicht so groß ist. Gut, du hast recht, so machen wir es. Was essen und trinken wir an dem Abend? Ich denke, wir könnten ein kleines Buffet machen. Jeder bringt etwas mit, damit niemand allein kochen muss. Einverstanden. Wer kauft das Feuerwerk für Mitternacht? Wie bitte? Kannst du das letzte Wort bitte noch einmal sagen? Klar, ich meinte Feuerwerk, also Raketen für Mitternacht. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich kann das Feuerwerk kaufen. Es gibt einen Laden in meiner Straße. Perfekt. Wie feiern wir um Mitternacht? Sollen wir zusammen zählen und anstoßen? Das ist ein wirklich schöner Vorschlag. Wir könnten auch Sekt für alle kaufen und ein paar Musikwünsche sammeln. Meiner Erfahrung nach ist das immer ein sehr schöner Moment mit Freunden und Nachbarn. Sollen wir auch eine kleine Deko machen? Zum Beispiel Lichterketten auf dem Balkon? Das ist eine sehr schöne Idee. Ich meine, ein sehr schöner Vorschlag. Ich bringe ein paar Lichterketten mit. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich glaube, das wird eine wirklich schöne Nacht. Perfekt, dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Bei dir 10 Personen, Buffet, Feuerwerk und Deko. Super, dann sehen wir uns am 31. Dezember. Ich freue mich schon sehr. Ich mich auch. Bis dann, Mia. Bis dann, Amara. Tschüss. Hallo Dimitri, wie geht's dir? Hallo Mia, danke, gut. Und dir? Mir geht's auch gut, danke. Ich habe einen Vorschlag. Wollen wir zusammen ein Nachbarschaftsfest für unsere Straße organisieren? Das finde ich einen wirklich guten Vorschlag. Wann sollen wir das Fest machen? Was hältst du davon, wenn wir das am letzten Samstag im Monat machen? Ich finde deinen Vorschlag gut, aber es wäre besser, wenn wir einen Sonntag nehmen, weil samstags viele Leute arbeiten müssen. Du hast recht, so machen wir es. Wo sollen wir feiern? Vielleicht auf dem kleinen Platz vor unserem Haus? Das gefällt mir sehr. Wen sollen wir über das Fest informieren? Ich schlage vor, dass wir kleine Zettel schreiben und in alle Briefkästen der Straße stecken. Einverstanden. Was essen und trinken wir bei dem Fest? Ich denke, jede Familie könnte etwas mitbringen. Zum Beispiel Salat, Kuchen oder Getränke. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Wer bringt die Tische und Stühle mit? Wie bitte? Kannst du das bitte noch einmal sagen? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Klar, ich habe gefragt, wer die Tische und Stühle für das Fest mitbringt. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich glaube, Herr Schmidt aus dem Erdgeschoss hat viele Tische im Keller. Perfekt, ich frage ihn, was machen wir für die Kinder? Es wohnen doch viele Familien in unserer Straße. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein paar Spiele organisieren. Zum Beispiel Sackhüpfen oder Kinderschminken, damit sich auch die Kleinen wohlfühlen. Das gefällt mir richtig gut. Sollen wir auch Musik spielen, damit die Erwachsenen ein bisschen tanzen können? Das ist eine wirklich schöne Idee. Ich meine, ein wirklich schöner Vorschlag. Ich frage meinen Nachbarn nach einem Lautsprecher. Gut, dann haben wir jetzt alles organisiert. Ich glaube, das wird ein wirklich schönes Fest für die ganze Straße. Super. Dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Sonntag auf dem Platz. Mit Essen, Musik und Spielen für die Kinder. Perfekt. Ich freue mich schon sehr auf das Fest. Ich mich auch. Bis bald, Dimitri. Bis bald, Mia. Tschüss.